Hallo liebe Freunde, danke, dass ihr wieder dabei seid. Danke für das Einschalten. Jura aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. In diesem neuen Video auf meinem Kanal möchte ich euch einige Nachrichten aus Russland berichten. Hoffentlich kommen sie bei euch gut an und ihr habt ein Interesse für das Alltagsleben in Russland. Also wenn es wirklich so der Fall ist, bleibt dann bitte dran. Los geht's! Kredite. In der Staatsduma gibt es einen ungewöhnlichen Vorschlag von den Abgeordneten der Fraktion Novye Lyudi. Sie wandten sich an die Präsidentin der Zentralbank Elvira Nabiulina mit der Idee, den Bürgern zu erlauben, die Kreditgeschichte des künftigen Ehepartners bereits vor der Hochzeit einzusehen. Derzeit, so die Abgeordneten, wirkt sich die Kreditgeschichte eines Partners direkt auf die Möglichkeit gemeinsamer Darlehen aus. Ohne Zustimmung der betreffenden Person sind diese Informationen jedoch kaum zugänglich. Dies erschwere jungen Familien die Finanzplanung. Die Abgeordneten schlagen daher vor, gesetzlich das Recht zu verankern, die Kreditgeschichte des zukünftigen Ehepartners abzufragen, vorausgesetzt, er oder sie stimmt der Herausgabe dieser Daten zu. Dadurch würde die finanzielle Lage beider Seiten transparenter und junge Familien könnten vernünftigere Entscheidungen treffen. Darüber hinaus fordern die Abgeordneten, dass eine solche Abfrage auch beim Abschluss der Ehe möglich sein soll. Nach ihrer Ansicht würden diese Maßnahmen die Institution Familie stärken und die finanzielle Stabilität junger Paare erhöhen. Neue Strafe. In Russland sorgt ein ungewöhnlicher Vorschlag für Aufmerksamkeit. Der Leiter des föderalen Projekts für Sicherheit und Korruptionsbekämpfung, Vitali Borodin, sprach sich dafür aus, Geldstrafen für Ehebruch einzuführen. Nach seiner Initiative sollen untreue Ehepartner mit einer Strafe zwischen 15.000 und 20.000 Rubel belegt werden. Wenn ein Elternteil sein Kind verlässt, fordert Borodin sogar ein Bußgeld von 50.000 Rubel. Er betonte, wenn eine Familie wegen eines Elternteils zerbricht, müsse dieser auch die finanzielle Verantwortung tragen. Als Beispiel verwies Borodin auf einige ausländische Staaten, darunter auch arabische Länder, in denen der Ehebruch noch härter bestraft wird, bis hin zu Todesstrafe. Wie jedoch Untreue genau definiert werden soll und wie man sich nachweisen könnte, ließ Borodin bislang offen. Migranten. In Russland gibt es einen neuen Vorschlag im Umgang mit Migranten. Der Duma-Abgeordnete Leonid Slutsky sprach sich dafür aus, Migranten, die mit Drogendelikten in Verbindung stehen, ihrer russischen Staatsbürgerschaft zu entziehen und ihnen ein lebenslanges Einreiseverbot zu verhängen. Seinen Angaben zufolge sind die Zahlen alarmierend. Im Jahr 2023 war ein Viertel aller von Migranten begangenen Straftaten mit Drogen verbunden. Bereits 2024 stieg dieser Anteil jedoch auf 65%. Slutsky betonte, dass solche Vergehen direkt gegen die Gesundheit der Bürger gerichtet seien und der Staat deshalb entschlossen reagieren müsse. Migrantenkinder. In Russland wird über neue Einschränkungen für Arbeitsmigranten diskutiert. Der Vorsitzende der Partei Gerechtes Russland, Sergei Mironov, erklärte, dass ausländischen Arbeitskräften verboten werden solle, ihre Familien ins Land zu bringen. Dieses Statement gab er vor dem Hintergrund überfüllter Schulen und Kindergärten in Regionen mit hohem Migrantenanteil ab. Laut Mironov kämen viele Ausländer nicht in erster Linie zum Arbeiten, brächten aber dennoch ihre Familien mit. Arbeitskräfte aus dem Ausland sollten, so der Politiker, lediglich zum Geldverdienen nach Russland kommen und nach Beendigung ihrer Tätigkeit wieder in ihre Heimat zurückkehren. Er sagte wörtlich, wenn irgendwo tatsächlich Arbeitskräfte gebraucht werden, bitte sehr, aber ohne Familien, gekommen, gearbeitet, Geld erhalten und wieder zurückgefahren. Unterdessen soll die Zahl der Migrantenkinder in den Schulen Zentralrusslands ab dem neuen Schuljahr drastisch sinken, um das 10-fache. Der Grund: viele bestehen den
verpflichtenden Russisch-Test nicht. Ab April 2025 müssen angehende Erstklässler einfache Dialoge führen und über Grundwortschatz verfügen. Schüler ab der 2. Klasse und älter sollen zusätzlich ihre Sprachrichtigkeit nachweisen. Messengers in Russland. In Russland werden die Anrufe in den Messengern Telegram und WhatsApp teilweise eingeschränkt. Dies teilte die Aufsichtsbehörde Roskomnadzor mit. Zugleich wurde betont, dass es keine weiteren Einschränkungen der Funktionen dieser Dienste geben werde. Laut der Behörde dienen die Maßnahmen der Bekämpfung von Kriminalität. Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden seien Telegram und WhatsApp zuletzt zu den wichtigsten Kanälen geworden, über die Russen betrogen, um Geld erpresst oder sogar in Sabotage- und Terroraktivitäten verwickelt wurden. Roskomnadzor erklärte zudem, dass die Betreiber der Messenger mehrfach aufgefordert worden seien, entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen, diese Forderungen jedoch ignoriert hätten. Deshalb habe man sich entschieden, lediglich die Anruffunktion einzuschränken, während alle anderen Möglichkeiten der Nutzung bestehen bleiben. Trump und die Ukraine. Laut der Zeitung The New York Times schlug Trump in einem Gespräch mit europäischen Staats- und Regierungschefs sowie dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky vor, Russland Teile des Donbass zu überlassen, im Gegenzug für ein Friedensabkommen. Nach Angaben von Gesprächspartnern der Zeitung verzichtete der frühere US-Präsident auf die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand. Er sei der Ansicht, dass ein Friedensvertrag schnell möglich sei, wenn Zelensky zustimme, den restlichen Donbass an Russland abzutreten. Trump plane, diesen Friedensvorschlag bei einem bevorstehenden Treffen mit Zelensky im Weißen Haus zu erörtern, zu dem auch europäische Staats- und Regierungschefs eingeladen seien. Doch laut The New York Times lehnten die europäischen Politiker in einem Telefonat nach dem Gipfel in Alaska Trumps Idee kategorisch ab. Sie betonten, dass es sich um Gebiete handle, auf denen sich wichtige Verteidigungslinien sowie reiche Vorkommen an Rohstoffen befinden. Luftqualität. In der Region Irkutsk wurden die Ergebnisse des Luftqualitätsmonitorings für die ersten 7 Monate des Jahres 2025 veröffentlicht. Für einige Städte fielen sie besorgniserregend aus. In Irkutsk wurden erhöhte Werte von Benzopyren, Schwebstoffen und Formaldehyd festgestellt. In Angarsk registrierten die Fachleute Überschreitungen bei Formaldehyd und Phenol und in Schelechow lagen die Werte für Stickstoffdioxid über der Norm. In Cheremchowo, Ussolye-Sibirskoje, Swirsk und Sima entsprach die Luftqualität hingegen den festgelegten Standards. Alle Ergebnisse wurden bereits an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Also liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Anschauen dieses Videos. Hoffentlich waren die Nachrichten für euch so interessant und jetzt weißt ihr Bescheid, wie das Land lebt. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.